Eine wunderschöne guten Abend, meine gesegnete Brüder und Schwestern in Jesus Christus. Willkommen zu unserer ersten Lehre auf Deutsch. Unsere Lehre stammen aus dem Geist unserer Herr. Der Herr liebt euch, wir lieben dich. Wir freuen uns sehr, dass heute Abend jeder hat die Zeit genommen, ein Teil von diesem Segnet, was der Herr uns gesegnet hat, in Jesus Christus. Weil wir stammen aus dem Geist unserer Herr, sind wir die Gemeinde Jesus Christus. Weil wir sind in Jesus und Jesus ist in der Vater, Jesus ist in mir, Jesus ist in uns, die Gemeinde, der Leib Jesus Christi. Ich bin Olivia Leyenberger, ein Minister und Prophet. Manche vielleicht wissen, wer ich bin, aber für diejenigen, wer kennt mich noch nicht. Ich bin Minister Olivia Leyenberger, a preaching Prophetin. Unsere Predigen stammen aus dem Geist unserer Herr Jesus Christus. Was das Salbung unserer Herr lehre mich, so lehre ich. Acknowledgement Ministry ist ein geistlicher Ministry. Wir lehren das Königreich. Das Königreich ist die wahre predige Lehre, was kommen von dem Herrn. Unsere Predigt heute ist das Kommen unserer Herr. Auf der Erde wir hören viele Reden von dem Herr Jesus. Viele sagen, der Herr, wird bald kommen. Manche sagen das einfach wegen der bösen Botschaft, was die hören in den Nachrichten. Manche sagen das, weil die finden, dass dieses Leben in der Erde hat viele Bosheit. Manche sagen das, weil die sind wirklich Kinder, wir stammen aus Leib Jesus Christus. Erwarte, dass unsere Herr wiederkommen, dass wir zu ihm gehen können. Aber viele sagen, dass der Herr, wird nicht wiederkommen. Aber wir, die Gemeinde, wir haben den Geist Jesus Christus in uns. Wir wissen, dass wir sind nicht von dieser Welt. Dass wir stammen aus dem Geist unserer Herr, weil wir sind aus seinem Geist geboren und gesendet, seine Botschaft in diese Welt zu erkundigen. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Durch den Glauben in meinen Herr Jesus, deine Wörter in mir, was ich gehört habe, stehe ich hier heute. Ich stehe hier nicht alleine, aber in dir. Ich danke dir für die Gnade, den Frieden, das du mir gibst. Deine Botschaften zu erkundigen, mit geliebten Brüdern, Schwestern auf Geist, diejenigen, wer kommt zu uns heute, egal, falls das ist eine Gemeinde, wer ist im Geist Jesus, oder einfach jemand, wer wollen die Wörter unserer Herr hören. Segnet jede von dir. Ich danke dir für das Leben von den Kindern, wer sind im Geist Jesus Christus. Helf uns, Herr, dich zu dienen, in Geist, in Wahrheit, in Jesus' Namen. Amen. Es ist wirklich wahr, dass heute ist zum ersten Mal, dass ich stehe vor der Kamera und predige auf der deutschen Sprache. Mein Herr hat zu mir gesagt,
Deutsch habe ich dir gegeben. Ich denke, nur eine Weile, kurze Weile darüber, dann stehe ich auf und fange an zu predigen auf einer fremden Sprache, aber in der Glauben, dass meine Herr, er war es in mir, er ist derjenige, wer gibt uns, was wir brauchen. Amen. Jetzt, wir hören so viele Leute glauben an das, was die glauben. Viele sagen, das ist meine Glauben, indem die rede from theologians' doctrine, indem die rede from the Glauben, the Eltern, the Großeltern, the ancestors, indem die glauben, in Glauben, wo die in Einheit reingekommen haben mit anderen Leuten. Aber ist das der Glauben, was unser Vater im Himmel uns gegeben hat? Der Vater war im Himmel, hat zu uns gesagt, wir sollen an seinen Sohn glauben, Jesus Christus. Wir glauben in ihn. Wir sollen das ewige Leben haben und nicht verdammt gehen. Billionen von Menschen folgen nach Glauben, wo unser Herr Jesus Christus führen nicht. Religious Doctrine, was Menschen in die Herzmenschen reinbringen, wo Menschen in Einheit kommen und denken, das ist der wahre Glaube. Wenn wir schauen, was der Herr uns gesagt hat, in Matthäus 17, Vers 5. Unser Vater im Himmel, er hat zu Johannes der Täufer ein Zeugnis abgegeben über Jesus Christus und wem er ist. Während er noch redet, erscheint eine leuchtende Wolke über ihnen. Und eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihm habe ich erwählt, auf ihm sollt ihr hören. Der Vater im Himmel, er hat es klar und deutlich zu uns Menschen auf der Erde gemacht, wem wir folgen noch, wem wir glauben noch, zu wem wir müssen gehorsam sein. Aber viele glauben nicht an die Wahrheit. Viele reden von einer Wahrheit, war kommen aus dem Gehirn. Wo die Gehirnlappen, die gibt's die, was die danken müssen über unsere Herr. Wenn jemand stammen aus Geist Jesus Christus, wir können nicht einen Glauben haben, was der Vater uns nicht gegeben hat. Wir müssen gehorsam sein zu der Stimme unserer Herr. Die Stimme, der Geist unserer Vater, ist unser Herr Jesus Christus, unser Vater im Himmel, der Sohn und der Heilige Geist. Seine Stimme, der Vater im Himmel hat gesagt, wir sollen gehorsam zu der Stimme sein Sohn. Viele glauben, aber haben nicht den wahren Glauben. Viele sagen, die kennen den Herrn, aber nicht seine Stimme. Viele sagen, ihr kommt bald wieder, aber nicht viele, ihr wartet ihr. Warum so viele wollen nicht den Herrn in Wahrheit? Warum so viele denken, die muss selber den Weg finden? Selbstbestimmung, einen Weg, wo der Herr nicht führt oder geben. Viele Menschen haben unseren Herr Jesus verleugnet in der Erde. Viele suchen nach ihm,
weil die glauben nicht an die Schrift. Viele sagen, wir sind von ihm, aber kennen ihn nicht. Viele sagen, wir sind Christ, aber dienen nicht den Heiligen Geist. Viele sagen, Jesus, ist meine Master, meine Hirte. Ich gehöre ihm, aber folge nach der Stimme der Menschen. Die Welt hat nicht die Wahrheit. Menschen haben viele Glaube, was ist Unglaube? Menschen reden viele von der Weisheit, was stammen aus dem Fleisch und nicht von der Herr. Menschen denken, dass Jesus Christus, kommt nicht wieder. Warum glauben die das? Obwohl manche sagen, kommt wieder, die suchen nicht. Zum Beispiel, wenn du etwas hörst, tue das, dass du gerettet wirst und du glaubst. Du sorgst nicht, das zu tun, weil du das glaubst. Wenn die Menschen wirklich glauben, was die Schrift sagt, warum so viele folgen nicht nach dem Heiligen Geist, sondern nach dem Fleisch, dienen die Hirlappen und nicht der Herr, folgen nach der Sünde und denken nicht an das Geist, sagen, dass die hat die Wahrheit, aber sprechen nicht die Wahrheit, such nicht den Herr, so die folgen nach der Welt. Verstehen nicht, was die Welt ist. Und so die macht weiter in der Sünde. Warum predige ich? Ich predige, weil ich glaube. Ich glaube das, was der Herr mir gesagt hat. Ich glaube das, was ich höre in mir. Ich glaube, weil ich weiß, die Stimme ist mein Herr Jesus. Und weil er spricht zu mir, ich weiß, er ist unser ewiger Vater. Und weil er ist unser ewiger Vater, ich gebe mein Herz hin, ihm zu dienen. Ich gebe mein Herz hin, zu glauben. Auch wenn die Sache kommt fremd vor zu mir. Ich glaube, ich kenne, weil Jesus das gesagt hat. Ich weiß, er kommt wieder, weil ich höre seine Stimme. Ich weiß, er will, dass die Leute den wahren Glauben haben an ihn, weil er will jeder retten. Er will, dass derjenige, der sagt, ich bin eine Christ, dass dieses Zeugnis ist nicht abgegeben, weil du das glaubst, sondern weil Jesus Christus, die Stimme unserer Herr, hat dir das gesagt. Ohne ihm zu hören. Du gehörst nicht zu ihm. Ohne an ihm zu glauben, hast du nicht den wahren Glauben. Ohne nach seinem Weg zu gehen. Du kannst nicht zu dem Vater im Himmel kommen. Aber wir hören so viele Aberglauben. Wir hören auch Menschen, die sagen, ich bin Christ, ich gehöre Jesus. Aber die Wörter, was wir gesprochen, sind nicht die Wörter, was stammen aus dem Geist unserer Herr. Menschen suchen nicht den Weg. Diejenige, die suchen den Weg, findet den Weg. Wenn du denkst, er hat für dich gestorben, du suchst ihn. Wenn du ihn findest, dann weißt du, er ist dein Herr. Wenn seine Stimme ist die Stimme, dass du folgen, dann weißt du, mein Herr
Du bist meine Retter. Du bist meine Gott. Ich bin dein Kind, weil du mich das gesagt hast, gerettet und gesendet, deine Botschaften zu erkundigen an Menschen, weil du uns liebst. Wie viele Menschen glauben nicht in den Geist unserer Herr? Rede von dem Geist, aber die nicht der Geist. Sagen, dass wir sind aus dem Geist, aber wanderte in dem Fleisch. Sucht nicht der Herr, aber will, dass der Herr segnet euch. Mit einer Segnung, das gibt's euch, nicht den wahren Weg. Wenn ich bekomme jemand zu ihrer Seele von dem Herr Jesus. Ich liebe den Herr und so ich ihr Seele geben, was ihr für mich getan habt, was ihr spricht in mir, was ihr will, ist, dass die Menschen glauben an den Geist unserer Herr. Ohne den Geist Jesus Christus zu haben, ein Mensch habe nicht den Weg. Ohne den Geist führen, der Mensch habe nicht den Glauben, das bringt die zu dem Vater. Ohne den Vater, seinen Sohn, gegeben hat für uns die Menschen, wir können nicht Leben haben in Ewigkeit. Weil der Herr uns liebt. Wir haben seinen Geist in uns zu führen, die Wahrheit zu geben, dass wir uns unterordnen nach seinem Wille. Unser Herr Jesus Christus, er ist gekommen in die Erde, wo das Wort Gottes Fleisch geworden, uns zu retten. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir dem Vater dienen sollen. Jesus hat gesagt, was mein Vater spricht in mir, das spreche ich. Die Werke, was mein Vater tut, das tue ich. Viele reden von dem Königreich unserer Herr zu dienen, aber kennen nicht. Viele wollen sehen die große Arbeit, Miracles ohne Jesus. Viele dienen ohne den Geist unserer Herr in Gemeinde. Viele sind im Dienst, Prediger, Predigerin, Leiter, Leiterin, aber kennen nicht Jesus Christus. Die nicht der Herr, kennen nicht den Geist, wollen nicht wissen von der Herrn Wahrheit, aber reden von der Herr, eine Jesus Christus, was die vorgestellt hat, aber nicht die Hirte, wo die Schafe muss nachfolgen. Menschen nehmen die Schrift und die denken, die kennen die Wahrheit, weil die suchen nicht die Wahrheit. Die haben den Verstand, das kommt von dem Geist, dem Fleisch. Der Fleisch kann nicht die Wahrheit haben. Die Wahrheit muss in unserem Körper sein. Ohne dass unser menschliches Herz ist in der Lied unserer Herr.
Wir können nicht sagen, wir hören die Wahrheit. Wir stammen aus der Wahrheit. Wir sind seine Schafe. Und wir dienen ihm. Wenn eine Mutter ein Kind geboren hat, die Mutter erkennt ihr Kind, weil sie hat das Kind getragen, zur Welt gebracht. Eine Ähnlichkeit stammen zwischen den beiden, wo die Mutter weiß, ich bin die Mutter. Oder das Kind weiß, das ist meine Mutter. Es ist so mit dem Geist unserer Herr. Die Gemeinde Jesus Christus. Wir stammen aus Geist unserer Herr. Wir wissen, wir sind die Kinder Elohim. Wir wissen das, weil Elohim selber das gesagt hat. Weil er sagt, ich weiß, wer du bist. Du bist aus meinem Geist. Weil er ist unser Vater. Er leitet uns bei seinen Wörtern. Weil wir hören seine Stimme. Wir wissen, er ist Jesus Christus. In ihm ist das ewige Leben. In ihm ist die Wahrheit. In ihm haben wir das Lied. In ihm können wir geheiligt sein. In Gemeinde weltweit. Viele reden von der Herr, aber ihr kennt nicht den Geist Jesus Christus. Wenn die Gemeinde, wir stammen aus seinem Geist, ist gesendet, indem ich rede von einem Sohn oder einer Tochter. Wir haben den Geist Jesus Christus in sich. Das hier ist etwas, was ich heute darüber gedacht habe. Wenn die Menschen hören von einer Gemeinde, die denken an die Gebäude, wo alle reinkommen, Lobpreis haben zu dem Herrn. Aber der Herr, wenn der Herr sagt, eine Gemeinde, ihr redet von einem Sohn oder einer Tochter, einem menschlichen Körper mit seinem Geist, war hört seine Stimme und folgt nach ihm. Amen. Indem ich hoffe, dass jeder heute, wer kommt, digital, die Predigen zu hören, dass euer Geist ist in seinem Geist. Für diejenigen, wer hören nicht. Heute hast du die Wahrheit gehört. Buße tue, umkehre, such nach Jesus mit deinem ganzen Herz. Das ist der Vaterwille für dich. Diejenige, wer sucht den Weg ruft. Diejenige, wer sind berufen von dem Weg, gehört der Herr. Diejenige, wer hört seine Stimme, sind seine Kinder. Der Vater will, dass du zu ihm kommst, falls du hörst nicht. Der Vater will, dass du ihm gehört. Der Vater will, dass du seine Stimme kennst, dass du folgst nach der Sohn in dem Geist. Lobe ihn in Geist und Wahrheit an. Gott liebt dich. In die Gemeinde der Welt, viele gehen hinein, weil es ist anerkannt in der Welt, dass sie sehen, als die Gemeinde unserer Herr. Menschen, wir haben nicht die Wahrheit, die suchen nach eine Eltern, eine Leiter, auf Deutsch, Entschuldigung. Die suchen nach der Prediger, die zu sagen, was bedeutet die Heilige Schrift.
In Gemeinde der Welt. Menschen lehren Menschen, wie die Stimme unserer Herr hören können. Manche sagen, zu unterscheiden. Aber ist das, was wahr ist? Ist das eine wahre Lehre? Die Schrift sagt, dass meine Schafe hören meine Stimme. Das ist das Wort unserer Herr Jesus. Der Hirte der Gemeinde, seiner Leib, war voll nach ihm im Geist. Der Heilige Geist ist unser Herr. Unser Herr, ist der Führer seiner Gemeinde, höre seine Stimme. Dies sind der wahre Christ, höre Jesus Christus. In Gemeinde in der Welt, viele in Führungspositionen hören nicht die Stimme unserer Herr, folgen nicht nach der Herr, haben die Weisheit verstanden aus dem Fleisch, aber nicht die Weisheit, die Wahrheit. Ihr kennt nicht die Erkennung, was kommt von der Herr, wie man ihm dient, die Weisheit, das ihr gibt, ihm zu folgen. So viele dienen nicht der Herr, sondern Satan. Die wollen nicht, dass die Kinder Jesus Christus offenbar in Gemeinde, was der Herr spricht, in uns. Die nehmen die Schrift für Logik und nicht Wahrheit. Die wollen, dass die Menschen willen, die dienen, aber nicht der Geist unserer Herr. Wenn du sind aus Gottes Geist geboren, du kannst den Menschen nicht dienen, sondern der Herr. Und wenn du der Herr dienen, du kannst nicht den Menschen geben die Ehren, was gehört der Herr. So in viele Gemeinden, Menschen hören den Geist Jesus Christus. Die geben die nicht zu sagen, was der Herr sagt, ohne dass die zu mir unterordnet. Die Elder, die Pfarrer oder die Pfarrerin, so wie die Pharisäer und die Sadduzäer. Kennen nicht den Weg, haben die Schrift, die Tora, reden von dem Bund, Moses, aber haben nicht verstanden, was es bedeutet. Die sehen, dass der Sohn Gottes, ist gekommen, aber wollte nicht, dass der Herrscher über dem sein. So die haben verhindert, viele von in der Königreich unserer Herr einzutreten. Wenn die Gemeinde hören die Stimme Jesus Christus, unterordnet der Wille der Menschen, denn der Menschen ist derjenige, wenn der Mann mit dem Geist Jesus Christus oder die Frau nachfolgen. Weil der Herr gibt mir die Wahrheit, predige ich die Wahrheit. Petrus, war mit Jesus Christus. Hat den Herr geliebt. Der Herr hat offenbaren zu seinen Jungen, dass nach Jerusalem gehen muss und was warte ihm dort. Hat mitgeteilt from the light, was wird geschehen, wenn nach Jerusalem einkommt. Petrus konnte nicht verstanden, warum Jesus Christus wissen, dass diese Sache wird zu ihm geschehen.
Aber trösten vill freiwillig gehen. Peter, war eine ohne den Geist, weil der Geist Gottes, es war noch nicht ausgegossen. Aber war in der Gegenwart, Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Vater, aber haben nicht seinen Geist. Der geheimen Menschen dienen der Bundessünden. Die können nicht verstehen, die Sache, was kommen vom Geist Gottes. Jesus hat zu ihm gesagt, sagt, geh hinter mir, Satan. Für die Menschen ohne den Geist Jesus Christus, die dienen nicht der Herr. Die dienen dem Fleisch. Das Fleisch dienen der Bundessünde. Der Verstand der Menschen ohne den Geist ist nicht vom Herrn, sondern Satan. Peter hat später in seinem Leben erkannt die Liebe Jesus Christus in Wahrheit. Dass der Weg zu Jerusalem war der Weg, was gibt uns die Rettung. Seine Gemeinde zu sein, war voll nach seiner Stimme, sind aus dem Geist Gottes geboren. Tritt rein in den Königreich unserer Herr. Diene seine Heilige Geist in der Erde. Nicht weil wir glauben nur an das, was wir hören. Weil hat uns ausgewählt, ihm nachzufolgen, ihm zu erkennen, dass wir sind seine Kinder in der Erde, seine Sohnen, seine Taten, wir haben den Geist Jesus Christus in sich. Hast du gehört, was ich gesagt habe? So sehr hat der Herr uns geliebt. Was abgegeben hat an Johannes, das Zeugnis über seinen Sohn Jesus Christus. Sagt, da ist mein geliebter Sohn. Gehorsam zu das, was euch sagt. Weil wir sind die Gemeinde Jesus Christus, wir stammen aus dem Geist Gottes. Gott, der Vater, spricht zu uns. Sagt Gehorsam und folgt nach mir. Weil du vielleicht noch nicht vom Geist geboren, der Vater sagt dir, glaub an meinen geliebten Sohn. Gehorsam. Glaube an Jesus Christus. Komm zu ihm. Wird dich retten. Wird dich Leben geben in ihm. Wird dich die Führung geben, dass du ihm folgen können und der Sünde nicht dienen. In Wirklichkeit, wenn Menschen erkennen die Bösartigkeit der Sünde, Menschen reden von einem Jesus, war lieb die Sünder. Aber in Sinn, die Menschen Verstand. Weil die wollen nicht hören von der Buße, dass die umkehren müssen. Der Heilige Geist suchen. Such nach dem Weg. Komm zu dem Herrn. Eine Christ
Var vill ni de führung, de hörte, sondern eine Christ var folgna de Welt. Wenn die Menschen erkennen, die Bosartigkeit, die Sünde, die sündenden Menschen haben den Herr Jesus gekreuzigt. Seine Körper, die haben ihn geschlagen. Die haben auf ihn gespuckt. Die haben eine Mockery aus Gottes Sohn gemacht. Jesus, war auf dem Kreuz. Und hat gesehen, was Satan Geist den Menschen angetan hat. So sagt, Vater, vergeben dir. Weil die Menschen, die wissen nicht, was die getan haben. Wenn Jesus Christus Geist lebt in eine, die Sünde hassen die Menschen. Weil wir sehen die Sünde in unseren Gedanken. Alle diese Gedanken verstammen von Satan, seine geistliche Worte. Wir will nicht, dass wir nach Gottes Will gehen. Und so das Fleisch dient die Hörlappen, die Gehirnlappen und wollen nicht, dass wir den Herrn Geist dienen. Ein Streit in unseren Gedanken zwischen dem Geist der Sünde und unserem Herr. Wir wollen dass wir das ewige Leben haben in ihm. Wenn Prediger und Predigerin, Leiter und Leiterin, ohne den Geist Jesus Christus ist in Führung in einer Gemeinde. Die kennen nicht die Menschen, die Wahrheit geben. Die kennen nicht den Lichtspiegel unserer Herr. So was wir sehen wie die Menschen ohne die Führung Jesus Christus in Einheit kommen. Dass die Gemeinde verhört seine Stimme, rede nicht zu den Menschen, ohne dass die zustimmen, was wir sagen sollen. Wie viele haben nicht die Lied, aber wollen übersetzen, was der Geist Gottes spricht zu seinen Kindern, so offenbaren. Weil die Weisheit dieser Welt stammen nicht aus dem Herrn. Der Herr gibt seine Kinder, Jesus Christus, seine Stimme, dass wir folgen nach ihm, dass er uns lehrt, die Wahrheit, dass wir sind Kinder, nicht ohne die Wahrheit in unser Herz und unsere Gedanken. Die Hindernis der Wahrheit, so aussprechen in Gemeinde, bringt die Menschen nicht zu erkennen in Wahrheit die Sünde. Viele sagen, wir haben den Geist Jesus Christus und rede von der Welt. Indem die Rede über Menschen kommen nicht in die Gemeinde vor der Wassertaufen und eine Zeit, die Gemeinde zu sein, der Prediger und der Leiter, so unterworfen und nachfolgen. So was wir sehen. Wir sehen Menschen, die nicht erkennen den Geist Jesus Christus in seine Kinder. Wir hören Wörter verstammen aus dem Fleisch, wenn Menschen reden von dem Wort Gottes, weil die hören nicht
de word Gottes, unsere Herr Jesus, in sich. Wir sehen den Streit, wo Menschen rausholen aus ihrem Herz, für die Kinder Gottes nicht zu dienen in der Gemeinde. Wir sehen den lästeren Geist, wie die Rede übereinander und über die Kinder Gottes, für die nicht akzeptiert zu sein in der Gemeinde. Die sagen, wir stammen nicht aus der Welt, wir sind nicht von der Welt, aber was wir sehen, ist die Weltlichkeit. Weil die verstehen nicht, dass die Welt ist das Fleisch. Es ist in der Gehirn, die Bundessünde unter dem Fleisch, was die dienen. Die Stimme, Satan, ist das, was die hören. So die hindern viele zu glauben an den Weg der Wahrheit. Wenn die Wahrheit hast du dich ausgewählt. Du kannst nicht stehen ohne die Wahrheit zu ihr Seele. Weil die Wahrheit ist Jesus, sein Geist, in mir, in dir. Hier bringt uns bei, die Wahrheit zu ihr Seele. Weil wir reden. Es ist, weil wir die Menschen lieben. Wenn die Menschen nicht erkennen, dass der Weg ist nicht durch den Fahrer, oder der Leiter, oder die Fahrerin, oder die Leiterin, das das Volk, sondern Jesus Christus. Wenn du dienst und deine Dienst kommt nicht von dem Herrn, du kannst nicht sagen, Jesus hat mir das gegeben, weil du suchst nicht, du glaubst nicht, du dienst nicht, du bist Teil einer Gemeinschaft, aber nicht in der Gemeinschaft mit dem Vater und des Sohnes. Ohne das Licht, du kannst nicht sehen. So warum glaubst du nicht an die wahre Weg? Warum sagst du, ich kenne den Herrn, aber diene ihm nicht? Warum sagst du, du bist nicht von der Welt, aber dient die Welt? Theologens Doktrine bringen viele nicht der Herrgeist zu folgen, sondern der Prediger, die Predigerin, der Leiter, die Leiterin. Viele sind nicht gesendet, sind nicht ausgewählt vom Geist Gottes. So die kennen nicht den Herrn. Die hindern, was der Geist will. Viele folgen nach, weil Menschen, die suchen Menschen und nicht der Herr Jesus Christus, die zu führen. Satan, Gemeinde, ist die Gemeinde der Welt, wo Menschen will dienen und nicht der Herr Jesus Christus. Die Kinder Islam, die haben nicht die Wahrheit. Die glauben nicht in den Weg. Die suchen nicht den Weg. Die Doktrine hinter dem Weg. Die glauben nicht an den wahren Gott. Die suchen einen falschen Gott. Dienen einen falschen Gott. Anbeten einen falschen Gott. Die sagen, die glauben,
nicht an Jesus. Aber die ihr wartet, dass ihr kommt wieder. Viele sagen, ihr kommt wieder. Die denken, ihr kommt und ihr wird retten die Welt. Aber die wissen nicht, die sind die Welt. Und die muss gerettet werden. Nicht morgen, aber jetzt. Religiöse Doktrine sind böse. Es hindert den Weg zu dem Königreich Gottes. Es bringt viele Menschen nicht das ewige Leben zu annehmen, weil Menschen glauben, was die hören, was Menschen entwickelt haben. Über viele Tausende von Jahren, die Menschen, die haben die Herr verleugnet. Adam und Eva war der Erste. Wir haben den Vater seine Wörter nicht gehorsam, so das, was er sagt. Die sind abgetrennt vom Licht Gottes in Eden. Die Menschen haben angefangen zu wandern. Wandern in Glauben, was stammen vom Dämon Geist. Doktrine, was kommen aus dem Hirnlappen und nicht vom Geist Gottes. Menschen nehmen die Heilige Schrift, nehmen, was sie wollen, die entwickeln Rituale und sagen, das ist zu dem Herrn. In der Königreich Jesus Christus, wir haben keine Rituale. Wir folgen nach der Stimme der Herrn, weil wir Schafe sind und stammen aus seinem Geist. Viele glauben, aber nicht der wahre Glauben. Viele gehorsam, aber nicht zu der Schrift Gottes. Viele sagen, dient der Geist. Aber wenn der Geist Gottes ist in eine seiner Kinder, die wollen nicht, dass der Geist wird gedient. So die sagen, das ist nicht der Herr Geist, das ist Satan Geist. Ohne Licht, die sehen nicht. Ohne die Wahrheit, die ihr kennt nicht die Wahrheit. Die Kinder Israel, die auch damals haben nicht erkennen den Geist Gottes. Wenn der Prophet oder die Prophetin haben geredet, die haben meistens gesagt, es ist nicht wahr, das ist nicht von der Herr. Wie viele wollen nicht die Wahrheit haben? Dienen die Sünde und ihr Seele, dass wenn Gottes Wort ist gegeben, für eines zu sagen, umkehren. Die Gemeinde muss umkehren. Es hat nicht die Wahrheit. Die wollen glauben, die wollen nicht glauben, dass der Herr das spricht. Die sehen die Beweise, aber die sehen es nicht. Die fragen den Herrn nach Aufweckung, aber denken, die sind lieb. Die folgen nach dem Fleisch, dienen dem Fleisch, aber sagen, die hören den Heiligen Geist. Die Wörter, was die sprechen, stammen nicht von Jesus Christus, nicht die Wahrheit, die Zweifel, die aussprechen, aber sagen, die hören Jesus. Die Verletzung einander an die Wörter, was die aussprechen.
Das zeigt, dass die Führung ist nicht der Heilige Geist. Die Einheit, wo Menschen wird ausgeschlossen in Gemeinde, wo Jesus Christus Name wird gerufen. Kein Liebe, aber die sagen, wir sind Liebe. Wo ist die Wahrheit? Viele wahre Christen gehen nicht mehr in die Gemeinde, weil in Gemeinde die finden nicht die Liebe. Aber die sagen, wir haben Liebe. Jesus ist Liebe. Aber die Taten zeigen, Menschen waren Sklaven, die Sünde nicht befreit. Menschen ohne Licht können nicht Licht spiegeln, sondern Dunkelheit. Wenn Menschen haben Licht, die dürfen nicht den Menschen folgen, sondern das Licht. Wenn du denkst, du gehörst ihm, aber der Herr hat nicht bestätigt, denn deine Glauben ist nicht in dem Weg, sondern du wolltest eine Selbstbestimmung, wo du voll nach der Welt und wollen ewige Leben. Wenn du so eine bist, umkehre und such nach Jesus Christus. Amen. Weil ich predige, was der Geist sagt, wie ihr mich führt, weil der Herr liebt euch. Er will, dass euch Buße tue, ihm nachfolgen, der Sünde nicht dienen, sondern sein Heiliger Geist. Amen. Menschen ohne die Wahrheit, ihr Seele von der Herr, mit dem Verstand, das kommen aus dem Bund der Sünde. Sagen die Kinder Schrift, ihr seht von der Schrift, aber glaubt nicht an das, was die Schrift sagt. Wir sehen die Finsternis in der Welt. Religious Doctrine, wo alle glauben, unsere Lehre sind die Wahrheit. Manche glauben nicht an den Herrn. Satan-Kinder wahrsagen, ihr existiert nicht. Manche sagen, wir haben Allah, wir haben Mohammed. Satan-Kinder. Manche sagen, wir glauben nicht an die Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber die sagen, wir sind gesendet, die Botschaft, Jehovah, Satan-Kinder. Manche sagen, wir sind Ehren, wir sind die Botschaft, Jesus Christus. Aber glauben nicht an den Heiligen Geist. Wird nicht geführt vom Geist. So die beten die Mutter an. Und nicht der Herr. Katholisch. Satan-Kinder. Religious Doctrine bringt viele Menschen nicht der Herr zu dienen, die Wahrheit zu kennen, ihm zu folgen. Eine Ehre in dieser Welt. Was die Menschen suchen, die bekommen die. Wie die Pharisäer und die Sadducees und das Reich. Die wollen die Ehre.
Und so, der Tempel, was die haben gesagt, gehört der Herr. Er kommt hinein, aber die hat ihn rausgeworfen, weil die wollen nicht, dass er die Wahrheit predigen. Menschen fragen nach der Wahrheit. Wo sind die wahre Prediger, Predigerin? Aber hassen die Wahrheit, weil die wollen eine Wahrheit. Was redet? Nicht von der Sünde, der Finsternis dieser Welt. Die Hirnlappen dient nicht Geist Gottes. Die Botschaft Jesus Christus ist der Königreich Botschaft. Stammen nicht von dem Fleisch, sondern von dem Vater im Himmelgeist. Wenn einer sagt, ich diene dem Herrn, die muss sagen, was der Geist sagt. Du kannst nicht sagen, dass der Böse ist gut und dann der gut Böse, dass die Menschen die Gefallen haben an dich. Die Sünde sind eine Flucht und die Flucht sind Böse und der Böse ist vom Satan und der Herr, er will euch retten. Er will, dass euch umkehren. Kommt zu Jesus und Buße tun. Viele Christen ohne Jesus in der Körper. Viele Wege ohne die Führung Jesus Christus. Viele sind Teil eines Haus und nannte es die Gemeinde. Aber was der Herr wollen, ist euch, eure Körper zu besitzen, euer Geist zu retten, in seinen Geist zu einnehmen, euch zu befreien von der Sünde. Der Herr liebt euch. So viele Wege und meine Glauben. Aber eure Glauben ist nicht der Herr Glauben. Wenn euch wird nicht geführt von der Geist Gottes, du kannst nicht sagen, ich bin ein Kind Gottes. Du kannst loben, aber das ist Satan-Wörter. An dem Tag, du gehst ohne Jesus, das Ziel. Du kannst nicht sagen, ich bin deins, dein Kind. In der Welt, Menschen haben den Beruf Psychologie oder Psychologin. Diese Menschen, die haben studiert im Studium, wie die Menschen denken, dass die können die Menschen verstehen. Was für Gedanken haben die? Wie können die Menschen beraten und helfen? Was für Medikamente sollen wir geben? Menschen haben viele bösartige Taten getan. Manche Taten sind so bösartig, dass die sind eingeschlossen von der Gesellschaft der Menschen. Manche sind tot,
wegen die Taten, die wird ungebracht. Manche, die sind auf dem Flug, auf freie Füßen unter uns. Aber Psychologen haben Menschen, was sind hinter Gitter, untersucht. Die haben mit diesen Menschen geredet, weil die wollen herausfinden, was Wertschätzung haben die in den Gedanken. Manche ihrer Seelen, dass die hören Stimme, was sagen die, was sie zu tun haben. Viele Menschen sind nach der Meinung, das sind Dämonengeist, war hören diese Reportage von diesen Menschen. Aber die Wahrheit ist, der Dämonengeist flüstert in den Menschen Gehirn. Die Hirnlappen, die nehmen die Informationen zu den Loben. Die Loben gibt es den Menschen, diese Wörter in die Herz hinein zu einnehmen. Wenn die Menschen diese bösen Wörter in die Herz nehmen, diese Taten wird ausgeübt. In das wir sehen, die Bösartigkeit, die Finsternis, das Stammen aus dem Menschen Herz hinaus. Religiöse Doktrine war gay in verschiedenen Richtungen. Was bringt den Menschen, nicht Gottes Geist zu suchen und zu dienen? Sind Satan Lehre, kommen durch Dämonengeist, wo die Menschen, die nehmen die Wörter, was die bekommen, von der Hirn in Doktrine. Führende Menschen waren unterworfen, ihre Wille zu glauben in solche Lehren. Viele kommen nicht zu der Herr Jesus mit einem reinen Herz, ihm nachzusuchen. Aber die Weisheit, die Unweise, die Glauben, folgen nach den Menschen und kein Buße tue, aber Bereue für die Sünde, dass die begangen. Menschen haben es nicht gern zu hören, die sind böse. Menschen, die lieben es, zu sagen, wie gut die sind. So die Sünde blindet die Gedanken der Menschen. Menschen wissen, Menschen sind böse. Wenn die Taten sind böse, bist du böse. Weil du manche Taten tue, wo die Menschen sagen, du bist gut. Aber dasselbe Herz dient der Gut und der Böse. Soziallogopädie war Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und auch mit den älteren Leuten. Die haben studiert über das Benehmen der Menschen. Die wollen wissen, wie wir diese Menschen kontrollieren und helfen, dass diese Benehmen nicht mehr beherrschen die Menschen. Die Bundessünde in der Gehirn. Die Gehirnlappen dienen der Sünde. Die Information bekommt der Mensch. Der Herz nimmt es hinein und dienen solche Taten. Können wir alle die Sünde sehen? Wenn du lästern über deine Nachbarin und die andere Nachbarin redet nicht mehr mit der Nachbarin, weil deine Wörter böse waren.
De Denken, was die bekommen, ist das, was du sagst. Und so die böse Wörter getrennt, Freundschaft. Das ist Satan, seine Wille, seine Rede, seine Weg. Wenn du nicht vergeben können, weil dein Gehirn halt fest, was einer dir gesagt hat, der Herz nimmt es hinein. Du diene diese Gedanken und du redest nicht mit den Menschen oder du redest mit den Menschen, aber hassen die Menschen in deinem Herzen. Das ist die Sünde. Kannst du die Sünde sehen? Wenn du sagst, ich liebe dich, aber die Liebe ist nicht wie sich selber, sondern eine Liebe, weil geschmerzt, denn du erkennt nicht die Liebe, Jesus Christus. Es ist Satan, seine Wege. Seine Wege führt nicht zu leben. Seine Wege ist weg von der Herr. Einer muss entscheiden, Jesus zu glauben, ihm zu suchen, ihm zu finden und seinen Geist zu dienen. Amen. Viele denken, dass der Herr ihr kommen wird. Das ist etwas, was wir hören. Viel. Wir, die Gemeinde Jesus Christus, verstammen aus seinem Geist. Wenn wir nehmen das Brot und den Wein, wir nehmen das als eine Symbolin, dass unser Herr wird wiederkommen. Weil wir sind in ihm, wir hören seine Stimme, wir wissen, wir gehören ihm. Wir haben die Freude und wissen, dass der Tod ist besiegt in Jesus Christus. Inzwischen, wir erwarten unser Herr, weil wir wissen, das sichtbare Leben ist nicht das, nach der Will unserer Herr. Alle diese Bösartigkeit, was wir sehen in der Erde, das stammen aus den Menschen. Das zeigt die Sünde. Trotzdem die Menschen, die wollen nicht glauben, dass die müssen Jesus suchen und Buße tun. Wenn der Prediger oder die Predigerin sind nicht gerufen von der Herr, die haben nicht das Lied Jesus Christus oder das Album, er ist unser Herr. Diese Lehre der Wahrheit und so die Botschaft, er erzählt nicht die Menschen die Wahrheit, sondern die Welt. Eine Heiligkeit, was wird vorgespielt. Aber nicht die Heiligkeit, was der Herr gegeben hat. Die innere ist das, was der Herr will. Das Erkenntnis verändert mehr nach seinem Sohn, Jesus Christus. Jesus erzählt die Weise, weil du so weißt, so, weil du so viel Weisheit hast, du kannst nicht zu mir kommen. Weil wenn du zu mir kommst, du musst unterordnen und die Weisheit, was du haben, hast du nicht. Weil du musst meine annehmen, mitdienen und mit nachfolgen. Wenn die Menschen wollen ewige Leben, die muss
überall Jesus anbeten, ihm suchen, ihm folgen, weil ohne ihn eine hat nicht das ewige Leben. Die Islam, die ihr Seelen in der westlichen Welt, dass die lieben Jesus, aber die kennen ihn nicht. Die sagen, dass Gott hat keinen Sohn. Die kennen nicht die Wahrheit. Wenn die nicht den Sohn Gottes glauben, die glauben nicht an den wahren Gott. Weil Jesus, er ist Herr. Er ist der Wort Gottes. Er war derjenige, der hat mit Abraham geredet. Wir die Kinder Gottes, wir müssen unserer Herr dienen in Wahrheit und in Geist. Wir können nicht laufen wie Menschen ohne Jesus Geist. Wir können nicht sagen, dass wir sind Kinder Jesus, aber die Menschen sehen ihn nicht. Wir können nicht sagen, wir lieben einander, aber wir geben nicht unsere Herzen zueinander. Wir müssen uns abtrennen von den Menschen ohne die Wahrheit. Wir wollen, dass wir nachfolgen und unser Herr dienen. Das Königreich unserer Herr sind für die Menschen ewige Leben zu haben. Ohne das Leben Jesus Christus in sich zu haben, die sind abgetrennt. Und ihr kommt bald. Wir wissen nicht, aber wir sagen das. Die Schrift sagt, wir müssen immer erwarten, seine Rückkehr. Morgen alle Brüder und Schwestern in Jesus Christus nach der Geist unserer Herr folgen und dienen ihm in Wahrheit. Amen. Wir bedanken uns, Vater, für diesen Tag. Ich danke dir, Herr, für die Worte, was du mitgegeben hast, in meine Herzen, in meine Gedanken. Also meine Gedanken ist deine Gedanken. Ich bin berufen, dich zu dienen, deine Wörter zu erkundigen. Was du mir sagst, das spreche ich. Was du mich lehrst, das predige ich. Was höre ich offenbare. Ich danke dir für jede Wahrhaben, die Zeit genommen, unsere Predigt anzuhören. In Jesus' Namen. Amen. Meine geliebten Brüder und Schwestern in Jesus Christus, Familie, der Leib Jesus. Ich bedanke mich, dass euch die Zeit genommen heute, reinzuschauen, zuzuhören, die Predigen. Ich liebe euch. Das ist wahr. Ich liebe euch mit der Liebe unserer Herr. Und morgen die Freude unserer Herr sei bei euch. Amen. Bis nächste Mal. Dank darüber, über die Botschaften. Diejenigen, die sind vom Geist. Folgt nach dem Geist unserer Herr. Gehorsam zu seiner Stimme. Diejenigen, die haben nicht den Geist unserer Herr. Buße tun, umkehren, suchen mit reinem Herz. Ihr erwartet dich. Der Herr liebt dich. In Jesus' Namen.
Amen.